Heute wurde auf dem X-Summit in Tokio unter anderem die Fujifilm X-T5 angekündigt. Ich habe zwar leider noch keine hier, aber ich möchte trotzdem drüber sprechen. Was uns alles Spannendes mit der Kamera erwartet, warum ich die X-T4 seinerzeit übersprungen habe, ich aber bei der X-T5 nun sehr gerne wieder einsteige, das alles jetzt in meinem Video. Viel Spaß! Hi, ich bin Jochen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hobbyfotograf aus Düsseldorf, mein Hauptthema ist die Streetfotografie und dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, Streetfotografie, die Kunst, einzigartige Augenblicke einzufangen. Schaut doch mal rein. Kleiner Disclaimer, ich bekomme kein Geld für diese Videos, es findet keinerlei Beeinflussung durch Fujifilm statt. Den Werbehinweis oben habe ich nur wegen der Werbung für mein Buch. So, jetzt aber zur Sache. Heute wurde in Tokio nach der XH2 und der XH2S die nächste Kamera der neuen Generation vorgestellt, die Fujifilm X-T5. Außerdem wurde noch das XF 30mm f2.8 Makro vorgestellt, aber seht's mir bitte nach, dass ich da heute nicht drauf eingehe. Wer weiß, vielleicht später mal. An dieser Stelle jetzt erstmal ein Lob an Fuji Rumors, die hatten zur Kamera und dem Objektiv fast wieder alle Infos vorab. Es hat die Präsentation zwar etwas langweiliger gemacht, aber was soll's. Die genauen Spezifikationen der Kamera könnt ihr online nachlesen, aber trotzdem gebe ich euch mal kurz die wichtigsten Einzelheiten aus meiner Sicht. Wir haben den neuen APS-C-Sensor und Prozessor der 5. Generation, X-Trans CMOS 5 HR, als erste mit 40 Megapixeln im APS-C-Bereich und der X-Prozessor 5 mit den neuen KI-Algorithmen, die halt insbesondere bei der Gesichts- und Objekterkennung richtig reinhauen sollen. Die niedrigste Basisempfindlichkeit des Sensors liegt jetzt bei, wie bei der XH2, bei 125 statt 160 ISO. Nach oben hin soll der Sensor laut Testberichten der XH2 locker bis 6400 ISO nutzbar sein, ohne nennenswert zu rauschen. Und es wurde in der Präsentation auch nochmal unterstrichen, dass der Sensor auch für die Farbwiedergabe und die generelle Bildqualität wichtig ist, also mehr Details. Extremes Rauschen auch bei niedrigen ISOs war bisher noch nicht die Rede von, das werden wir dann alles noch sehen. So, dann haben wir diesen 5-Achsen Bildstabilisator, In-Body Image Stabilization IBIS für bis zu 7 Stufen. Mit dem Vorhandensein von dem Feature wird natürlich dann auch das Pixel Shift Feature für bis zu 160 Megapixel Bilder möglich. Thema Videos können wir in 6K 30 Frames aufnehmen, aber natürlich auch 4K 60 und Full HD bis 240 Frames Highspeed. Der Burst oder der Serienbildmodus mit 20 Frames mit Crop, 15 Frames ohne Crop. Ja, das ist vielleicht nicht mehr das, was man gewohnt ist, aber hey, dafür kann man ja dann die XH2S kaufen. Das eben angesprochene verbesserte Autofokus-System der XH2 mit Objekterkennung, Tiererkennung, Augen, Gesichtserkennung, darüber wurde ausführlich gesprochen. Sicherlich eine dringend nötige Verbesserung der Autofokus, um mit anderen Herstellern mal wieder auf Augenhöhe zu kommen und zu bleiben. Vielleicht ein bisschen drüber hinaus, das wird man sehen, das muss man sich anschauen. Wichtig finde ich noch, dass neben JPEGs jetzt das HEIF-Format unterstützt wird. Das heißt, bei besserer Bildqualität weniger Speicherplatz, wenn man straight out of cam fotografiert. Die Komprimierung soll wohl doppelt so gut sein, wie man liest. Ja, es wird keinen Batteriegriff für die X-T5 geben, dafür aber endlich das Klappdisplay im Stile der X-T3 wieder, mit deutlich mehr Auflösung und halt der Möglichkeit, auch für den Porträtmodus nach oben zu klappen. Der wetterversiegelte Body der X-T5 liegt von der Größe zwischen T4 und T3 wohl angeblich sehr nah an der X-T1. Er ist ohne Batterien sogar etwas leichter als der T3, das finde ich cool. Bei der schwarzen Version der Kamera soll das Schwarz jetzt noch schwärzer sein. Super! Es gibt einen etwas größeren Griff vorne, womit sich aber auch interessanterweise der Auslöser und das vordere Einstellrad etwas nach vorne schieben. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das insgesamt die Griffigkeit und auch die Usability verbessert. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Dann die schnellste mögliche Verschlusszeit mit dem elektronischen Verschluss liegt bei der X-T5 bei absurden 1/180.000stel Sekunde, wie bei der XH2. Zum Vergleich, die X-T4 hat 1/32.000stel Sekunde. Also mit 1/180.000stel Sekunde kann man sicher mit einer offenen Blende im Sonnenlicht auch fotografieren. Macht vielleicht ein ND-Filter manchmal überflüssig. Wir haben alle Filmsimulationen an Bord, auch Nostalgic Neck. Von der X-T4 wurde übernommen zum Beispiel die Batterie.
womit mit der X-T5 jetzt so 600 bis 740 Aufnahmen am Stück möglich sein sollen. Das ist wahrscheinlich ein geschönter Wert, aber wird man sehen. Da hat sich auf jeden Fall verbessert. Was habe ich noch vergessen? Der IWF, der Sucher, der ist auf dem Papier von der Auflösung her gleich der X-T4. Trotzdem soll er verbessert worden sein vom optischen Aufbau her. Wir haben natürlich das analoge Bedienkonzept mit je einem Einstellrad für ISO, Verschlusszeit und Belichtungskorrektur plus Blendenring haben wir das komplette Belichtungsdreieck einzeln einstellbar. Auf der Rückseite haben wir den Joystick der X-T4, nicht der XH2, das 4-Knopf-Pad auf der Rückseite, Fokus-Modus-Button vorne. Von der XH2 wurde übrigens sowieso einiges übernommen, aber einiges halt auch nicht, womit vielleicht einige doch gerechnet oder darauf gehofft hatten. Also 8K Videounterstützung gibt es nicht. 6,2K ist das größte, habe ich gerade schon gesagt. Es gibt keine Unterstützung für CF Express Karten. Es bleibt bei 2 SD-Karten-Slots. Da muss ich wenigstens die teuren Karten nicht neu kaufen und ganz ehrlich, ich brauche auch diese Wahnsinnsgeschwindigkeit nicht. So, warum gehe ich jetzt mit? Warum kaufe ich mir diese Kamera? Wer meinen Kanal länger verfolgt, der weiß, dass ich damals bei Erscheinen der X-T4 keinen Grund gesehen habe zu wechseln. Einfach weil für mich die wichtigsten Neuerungen nicht ausreichend waren. Die X-T3 war für mich die klare Fotokamera und deswegen war vor allem dieses nach vorne Klapp-Selfie-Display der X-T4 für mich echt ein Rückschritt. Ja, meine Kamera muss halt als Werkzeug für mich gut funktionieren, gut in der Hand liegen. Und wenn ich mit Display fotografiere, anstatt mit dem Sucher, dann eben immer mit dem Blick von oben auf das Display. Deswegen habe ich zum Beispiel auch überhaupt kein Problem mit dem Display der X Pro 3. Mit der X-T4 wurde damals aus meiner Sicht versucht, zu schnell eine Kamera für Hybrid-Shooter mit der Prozessoren-Generation 4 rauszuhauen, weil man bei der XH1 den strategischen Fehler gemacht hat, eben nicht auf den neuen Prozessor zu warten, sondern kurz vor Erscheinen der X-T3 die XH1 rauszubringen und die X-T3 hat dann die Käufer der XH1 natürlich echt verprellt. Fuji scheint diesen Fehler halt auch zu bereuen, denn alle Unterschiede zwischen der H2 und H2S zahlen ganz klar darauf ein, die Kameralinien wieder besser unterscheidbar zu machen. Die T5 ist jetzt wieder eine fotozentrierte Kamera, auch wenn sie tolle Video-Features beinhaltet. Aber das wurde heute beim Summit und auch beim Werbeslogan ja auch jetzt mehrfach unterstrichen. Photography first. Das Display und auch das Weiterführen des analogen Bedienkonzepts unterstreichen aus meiner Sicht ganz klar, wen Fuji im Blick hat, nämlich einfach Fotografen. Dagegen steht die XH2S als Speed-Performer für Sport- und Wildlife-Fotografen und Filmer, die XH2 für Hybrid-Shooter, die das Bedienkonzept Modus-Wahlrad lieber mögen und eine hohe Auflösung bei Foto und Video wollen. Und so werden diese Kameralinien jetzt halt ein bisschen stärker getrennt. Was für mich auch ein Grund ist zu wechseln, ist, ich habe schon 2 Objektive der neueren Generation. Das war damals ja auch schon immer so angeteasert, ne? Hier die neue 1.4-Reihe, dass die halt darauf einzahlt, Sensoren zu unterstützen, die dann mal kommen. Ich habe das 33.1.4 und das 18.1.4. Die waren jetzt schon großartig mit dem X-Prozessor 4 oder dem X-Trat-Sensor 4. Aber jetzt bin ich mega gespannt, wie die mit der X-T5 performen. Ja, was ist mein Fazit vom Summit heute? Also mir fällt ehrlich gesagt ein Stein vom Herzen. Die T-Linie, mit der ich damals den Einstieg ins System gewagt habe, ist zurück. Alles, was ich in der T3 so geliebt und an der T4 so vermisst habe, ist endlich wieder da. Und eigentlich natürlich noch viel mehr, wie zum Beispiel, ja klar, größere Auflösung, Hive als platzsparende Alternative zum JPEG. Für mich wichtig, weil ich straight out auf Kamera häufig fotografiere. Ja, Filmsimulationen, analoges Bedienkonzept, alles noch da geblieben. Für mich war damals halt die X Pro 3 das Update. Auch eine fantastische Kamera, aber am Ende des Tages ist die T-Linie doch wirklich eher mein Ding, vor allem weil ich gerne je ein Einstellrad für jede Belichtungseinstellung habe. Und ehrlich gesagt, so Features wie den optischen Sucher der X Pro 3 nutze ich halt äußerst selten. Alles an der T-Linie erinnert mich halt an meine geliebte alte Minolta X300. Da bin ich einfach am meisten zu Hause und mit der T5 scheint Fujifilm hier für mich wieder auf Spur zu sein. Für die Streetfotografie ist für mich natürlich auch noch toll, dass das Gehäuse ziemlich klein ist und ich den Tilt-Screen wieder genauso nutzen kann, wie ich es liebe. Also kurzum, meine Bestellung ist bereits getan. Angeblich wird am 17. November ausgeliefert. Ob das in Deutschland auch so sein wird, wird man sehen. Ich werde euch auf jeden Fall teilhaben lassen an meinen Erfahrungen zur T5, sobald ich sie in meinen Händen halte. Aber bis dahin können wir schon mal diskutieren. Was haltet ihr von der neuen Fujifilm X-T5? Ist das die Kamera für euch? Oder wartet ihr lieber noch auf andere kommende Modelle der nächsten Generation? Eine X-T40, eine XE5, eine X Pro 4? Tauscht euch doch dazu super gerne mit mir in den Kommentaren aus. Lasst mir super gerne ein Like da, wenn es euch
euch gefallen hat oder noch besser ein Abo. Haut gleich mit auf die Glocke, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle bald wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao.